Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich habe für euch ein super leckeres Rezept mitgebracht für ein Schokodessert. Und zwar mit Nutella. Egal ob jetzt Weihnachten, Silvester, was vor der Tür steht, oder Kindergeburtstage, oder ist es die Familienfeier, dieses Rezept kommt immer gut an. Deshalb passt gut auf, wie es hergestellt wird. In dem Rezept ist Nutella drin, deshalb lieben es auch die Kinder. Und ich habe mir gedacht, für heute machen wir es mal mit Lebkuchen. Warum? Weil es sollte ein bisschen weihnachtlich angehaucht sein. Aber ihr könnt die Zutaten natürlich variieren. Normalerweise kann man da sehr, sehr gut auch diese American Cookies vom Aldi für verwenden. Das sind so Schokoladenkekse, die sind himmlisch lecker. Und ich glaube, mit der Nutella Mascarpone machen die einen richtig guten Eindruck. Ihr wisst, ich berichte immer sehr transparent und gebe euch auch einen Hinweis, wo ich die Rezepte her habe. Das möchte ich heute auch tun, denn ich habe etwas bei der guten Elisa abgekupfert. Elisa kocht. Ich werde euch den Link unten in die Beschreibung reinmachen. Schaut ruhig mal auf ihren Kanal vorbei. Die macht immer ganz tolle, einfache, schnelle Rezepte. Und da habe ich ein bisschen gespickst. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich das heute ausprobieren werde. Gut, wir gehen in die Küche und werden dieses ganz tolle, leckere Dessert jetzt nachkochen. Los geht's. So, kommen wir zu den Zutaten für das Schokodessert. Also, ihr braucht, fangen wir hier an, natürlich Nutella, und zwar große 3 Esslöffel voll. Dann haben wir ein Päckchen Schlagsahne. Wir brauchen 250 Gramm Mascarpone. Und ich habe mich entschieden, wir nehmen als Früchte heute mal Mangos, weil ich glaube, die passen super zu Lebkuchen und zu diesem Fruchtigen von der Mascarpone, als auch zu dem was ist denn das für ein Wort? Als auch zu der Nutella. Versuchen wir es mal einfacher. Genau, und das sind die Zutaten. Mehr ist es auch gar nicht. Wenn euch die Mascarpone-Creme etwas zu steif noch ist, das müssen wir gleich mal gucken, dann könnt ihr die mit Skyr oder mit ein bisschen Joghurt tatsächlich nochmal ein bisschen verdünnen. Das ist auch ganz lecker. Müssen wir mal gucken, wie pappig die wird. Wenn die zu stark ist, werden wir sie nochmal ein bisschen mit Joghurt einstellen. Sonst war es das auch schon. Ein super einfaches Rezept und sehr, sehr schnell gemacht. So, dann gehen wir jetzt in die Herstellung. So, als erstes, das ist die Biosahne. Die ist natürlich immer so ein bisschen, die setzt sich ab. Ich glaube, die haben da kein Johannisbrotkernmehl oder so drin, sodass die Fettanteile sich trennen von der Sahne. Das ist aber nicht schlimm, das ist nicht schlecht. Ihr könnt ja zur Sicherheit auch immer noch mal kurz mit dem Finger reingehen und mal schmecken, wie die schmeckt. Aber die ist lecker. So, das heißt, die schlagen wir jetzt als erstes steif. Also das Schlimmste, was passieren kann, ihr bekommt schwere Knochen. Aber einmal geht das schon. So, das schlagt ihr jetzt vorsichtig rein, aber nicht zu viel. Das ist Mascarpone, die hat, muss man leise machen, sonst hört ihr mich nicht. Verteilt das hier drin ein bisschen, schlagt das so ein bisschen rein, aber nicht zu viel. Die Mascarpone-Creme, glaube ich, verträgt das nicht, wenn sie zu stark geschlagen wird. So, jetzt kommt der Star für das Rezept, die Nutella. Da braucht ihr 3 große Esslöffel. Macht die ein bisschen in der Mikrowelle warm, dann fließt die besser. Und dann schauen wir mal, wie die Konsistenz ist. Gut, also hier ist die Nutella. Die ist jetzt ein bisschen flüssiger geworden. Müsst ihr mal schauen, dass die nicht zu heiß wird, aber wenn sie einigermaßen warm ist, dann fließt sie besser. Und die kommt jetzt in die Mascarpone-Creme. Dadurch kommt die Süße rein, als auch dieser nussige Geschmack. Und das ist ziemlich geil, sage ich euch. So. Das rühren wir jetzt wieder ein. So, jetzt müssen wir natürlich auch sofort probieren. Denn ich weiß noch gar nicht, wie die genau schmeckt. Jetzt gucken wir mal. Moment. Boah, die ist geil. Die ist richtig gut, Leute. Ich lasse die auch von der Konsistenz so. Die braucht ihr nicht nochmal flüssiger machen. Die zerfließt ja quasi schon im Mund. Perfekt. Und damit sind wir fast schon fertig. Jetzt machen wir hier nochmal ganz kurz klar Schiff und dann werden wir die Gläser stapeln. So. Ja, die Kaffeemaschine. Also ich mache das immer in so Gläsern. So, also ich mache das immer in so Gläsern. Ich finde das immer ganz nett, wenn man von außen auch sieht, was drin ist.
Und ich habe mir einfach mal ein paar viele Farben rausgesucht, hier so rot, lila. Und damit fangen wir mal an. Und jetzt kommen die Lebkuchen dazu. Und da müssen wir jetzt mal schauen. Die Idee ist, das immer zu schichten. Und ich denke mal, wir fangen mal an, indem wir mal gucken, wie groß die sind. Das ist schon ein ganzes Stück. Dann machen wir jetzt mal einen halben Lebkuchen. Unten krümmeln wir den so rein. So. Ich denke, das reicht. Und dann kommt die Mango dazu. Und dann werden wir auf die Lebkuchen ein paar Mangostücke drauf machen. So. Dann kommt die gute Schoko-Mascarpone-Creme drauf. 1, 2, ja, vielleicht noch ein halber, 3. Dann kommt der zweite Stück Lebkuchen mit rein. Ja. So. Ja, das reicht nicht. Dann nehmen wir uns noch einen halben dazu. Ja. Und da kommen da wieder ein paar Mangostücke drauf. Ja. Und zum Abschluss decken wir das alles nochmal mit Mascarpone-Creme ab. Und wenn die Mangos schmelzen, dann fällt das noch ein kleines bisschen ein. Also es ist gar nicht schlimm, wenn es ein bisschen übersteht. Ich finde das auch irgendwie, sieht das geil aus. Und dann haben wir hier so ein, ich sag mal, ein Dessert. Das wird jetzt noch ein bisschen einfallen. Und das war es auch schon. Und das ist eigentlich perfekt, weil das ist nicht zu viel, ist nicht zu wenig. Ist natürlich eine Kalorienbombe, aber wie gesagt, die Familie wird es lieben. Und da kann man sich wirklich satt dran essen an so einem Dessert. Guckt mal, das wird richtig lecker. So, ich mache jetzt die anderen 3 Gläser fertig. Und dann kommt das in den Kühlschrank. Und ich sag mal, die Mangos, die werden so in ein paar Stunden aufgetaut sein. Und dann gibt es dieses Glas heute am Sonntag zum Kaffee. So machen wir das. Ich würde sagen, Leute, vielen Dank fürs Dabeibleiben. Und wir sehen uns gleich beim Verkosten. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Schokodessert auf Mascarpone-Nutella-Basis so schmeckt. Bis gleich. So, dann werden wir jetzt die Nutella Mascarpone Mango Creme, ist keine Mango Creme, Nutella Mascarpone Creme mit Mangos mal probieren. Und ihr habt sie auf dem Video schon gesehen. Die sieht super lecker aus und jetzt müssen wir da mal ran. Boah, die ist mega lecker. Mal schauen, wie das jetzt mit dem Lebkuchen ist. Oh, eine geile Kombination. Also, ich muss sagen, die Nutella-Creme, vielen Dank an Elisa, die ist mega. In Kombination mit den mit den Lebkuchen und den Mangos ist das der Burner. Ist wirklich perfekt geworden. Macht das Rezept nach, probiert es aus, stellt es einfach mal euren Verwandten so vorsichtig auf den Tisch und guckt mal, wie das Gesicht ist. Aber ich muss sagen, es ist super lecker geworden. Also, ich bedanke mich. Ich esse das jetzt auf. Morgen bin ich 2 Kilo schwerer. Ist kein Problem. Der Sommer kommt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bye.